Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 5. Episode unseres Abenteuers Protos und Bellerophon aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was uns in Lykia nun wieder alles so erwartet. Bellerophon verkündete: Ich bin fast bereit, die heimtückische Chimäre zu besiegen und meinen rechtmäßigen Platz unter den berühmten Helden Griechenlands einzunehmen. Doch ehe ich dieses erstaunliche Werk vollbringe, fordere ich, nein, verlange ich, dass du mir eine neue Halle erbaust. Wenn ein zweites Haus seinem Dahinscheiden aus dieser Welt förderlich ist, so soll er ein zweites Haus bekommen. Derweil hat deine Tochter Philonoe eine Menge Zeit in Gesellschaft Bellerophons verbracht und behauptet, dass Steneböa lüge, was Bellerophon angeht. Philonoe meint, Steneböa habe versucht, Bellerophon zu verführen, doch Bellerophon habe sich ihr galant widersetzt. Einerlei, wer nun lügt und wer die Wahrheit sagt. Je früher dieser Bellerophon aus der Stadt hinaus komplimentiert wird, desto besser. Auf dich warten inzwischen andere dringliche Aufgaben. Die Bedrohung durch Amazonen und Solymi ist eskaliert. Man muss diesen Gefahren mit Nachdruck entgegentreten. Sollte Bellerophon Chimera durch ein Wunder besiegen, kann man ihn vielleicht gegen die Amazonen und Solymi in den Krieg schicken. Immerhin verstehen es die Amazonen vortrefflich, mit dem Bogen umzugehen. Die 5. Episode dieses Abenteuers trägt den vielsagenden Titel Besiegst du ihn nicht, verbünde dich mit ihm. Ja, und damit ist natürlich Bellerophon genannt, der immer noch in Lykia verweilt. Protos hat uns ja diese Person in unsere Stadt geschickt mit der Bitte, ihn doch irgendwie ins Jenseits zu befördern. Ja, er hat nicht unbedingt ein heldenhaftes Gebaren und stößt vielen vor den Kopf. Vielleicht kann er ja gegen die Chimäre kämpfen und vielleicht wird ihm da das Zeitliche segnen. Deswegen ist auch ein Ziel, ein Ungeheuer niederzustrecken, nämlich genau die Chimäre. Aber neben diesem Problem gibt es auch noch andere Probleme, nämlich die Amazonen und Solymi. Ja, und wir müssen auch deswegen Themiskria und Solymi regieren. Ja, da haben wir doch wieder mal einiges vor und wir kehren zurück zu unserer Stadt Lykia mit unserem Helden Bellerophon. Wir gehen wieder in den Pausenmodus und verschaffen uns wieder einen kurzen Überblick. Ja, hier haben wir unsere Stadt Lykia mit dem ersten Wohngebiet der Arbeiter, welches wir voll entwickelt haben. Ja, und wir haben in der letzten Episode auch das zweite Wohngebiet für die Arbeiter schon errichtet. Hier im Zentrum unserer Stadt haben wir letzte Episode das Heiligtum für Hermes gebaut. Und wir haben unseren Stadtpalast und auch schon das Stadion. Ja, und wir haben natürlich hier unser großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen, welches wir jetzt maximal entwickeln können. Wir können jetzt Pferdehöfe bauen, Weinkeltern, ja, und das Stadion haben wir schon gebaut und wir sehen auch schon die ersten Anwesen, die mit Pferden versorgt sind. Ja, weiterhin haben wir hier auf dem fruchtbaren Gebiet unsere Olivenbäume und unsere Weizenfarmen. Wir produzieren hier Holz und Olivenöl. Ja, und hier auf der entgegengesetzten Seite, wo wir fruchtbares Gebiet haben, bauen wir unsere Reben an, keltern Wein, ja, und produzieren Wolle. Hier bei dieser Bucht haben wir unsere Piere und auch unsere Triremen. Ja, wir können den Pausenmodus jetzt erstmal aufheben und wir kriegen auch schon unsere Tribute. Herium zahlt Marmor, ja, Tyrns zahlt Wolle und Medea zahlt Olivenöl, welches wir aber nicht annehmen können, da produzieren wir wirklich mehr als genug. Ja, die Bauoptionen brauchen wir jetzt nicht durchzugehen, da ist, glaube ich, alles gleiche. Wir gucken nur mal ganz schnell bei der Mythologie. Wir können nämlich jetzt den Obstgarten der Hera errichten. Oh ja, da hätte ich auch Lust zu. 30 Platten bräuchten wir dafür. Oh, und die haben wir ja schon fast hier, wenn ich das hier sehe. Ja, das wäre auch noch ein schönes Ziel, dieses Heiligtum zu bauen.
Gut, wir kaufen wieder unsere Bronze ein. Wir müssen ja jetzt Waffen produzieren, auch für unsere gehobenen Wohnungen, die sich ja jetzt weiterentwickeln. Und wir müssen ja Themyscira und auch Solomie regieren. Ja, ich würde jetzt tatsächlich noch eine Trireme bauen wollen. Die kann hier hin. Ne, die bauen wir doch eher hier hin. Dann können wir die so anschließen. Ja, sehr gut. Ja, das wissen wir. Dann parzellieren wir das zweite Wohngebiet schon mal hier komplett. Und dann können wir hier auch den Wollhändler schon auf der Agora platzieren. So, wir können das Wohngebiet der gehobenen Wohnung mal ein bisschen verschönern, indem wir hier noch ein Denkmal setzen, nämlich hier. So, und dann können wir Fischteiche hier setzen. Die baue ich ja eigentlich immer ganz gerne, obwohl brauchen wir eigentlich nicht. Oh, es brennt, eine Waffenschmiede. Oh, das ist nicht gut. Ja, da kommt aber auch schon unser Architekt. Aber warum ist das so? Naja, komm, dann bauen wir... Tja, da hat leider kein Platz für einen Architekten hier. Das ist doof. Dann bauen wir hier noch einen hin und nehmen hier die Sperre weg. Ja, wir bekommen die Mitteilung, dass in Solomie militärisch aufgerüstet wird. Ah, okay. So, wir haben noch hier die kleine Statue der Athene. Wir hatten ja in der letzten Episode den Quest der Athene entsprechend hier gelöst. Und dann bauen wir sie doch hier hin, oder? Warum guckt sie jetzt in die verkehrte Richtung? Egal. Ja, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Wir haben Mai. Bisschen Fleisch kommt da jetzt noch zu. Ja, dann würde ich jetzt hier wirklich kein Fleisch mehr verkaufen bei Midea. Das brauchen wir jetzt selber. Ja, die Weltkarte haben wir uns jetzt auch nicht angeschaut. Da hat sich aber auch nicht viel getan. Wir haben weiterhin hier unsere Handelspartner. Midea, Tirns und Hereum, die unsere Vasallen sind. Und wir haben Antissa als unseren Verbündeten. Ja, dann haben wir jede Menge Rivalen. Argos, Korinth, Themyscira und Solimi. Ja, und hier haben wir noch Ruinen ehemaliger Städte, Dikte, Itanus und auch Anafe, die von der Chimäre zerstört worden sind. Ja, und hier haben wir noch den Berg Olympus als einen nicht entdeckten Ort. Wir können weiterhin nur Holz und Oliven verkaufen und natürlich auch Rüstungen. Fleisch habe ich ja jetzt gerade ausgeschaltet. Ja, Weizenfarmen müssen wir jetzt im Moment nicht bauen. Wir haben ja eigentlich genug. Ich baue aber nochmal hier 2 Stück auf. Wir brauchen ja doch auch viel Weizen für unsere Pferdehöfe. Und ich baue jetzt schon mal den 3. Pferdehof auf für unseren Helden Bellerophon, den wir rufen müssen. Und er möchte ja 15 Pferde in den Pferdehöfen haben. Dann brauchen wir immer 3 Pferdehöfe. Wein produzieren wir genug. Da würde ich jetzt tatsächlich hier noch ein Warenlager bauen. Für Wein. So, hier können wir auch noch entsprechend Parzellen ausweisen. Und ich würde jetzt auch hier noch ein zweites Silo bauen wollen, nämlich hier. Oder hier. Ja, das können wir auch hier hinbauen, ne? So, ich war aber hier noch bei den Verschönerungen stehen geblieben. Hier können wir hier Zierbäume setzen. Ja, das passt doch sehr gut. Das gefällt mir richtig gut. So, ja, jetzt sind die Silos auch wieder voll. Das gefällt mir sehr gut. Ja, unser Warenlager mit Marmor ist voll.
Ich habe jetzt Lust, das Heiligtum der Hera zu errichten. Und das möchte ich gerne hier hinbauen. Gucken wir mal, wie groß ist denn das? Oh, das passt doch wunderbar hier hin. Ich würde das jetzt noch drehen wollen. So, schön hier in die Mitte. Ah, uns fehlen tatsächlich noch ein paar Marmorplatten. Da warten wir noch, bis das neue Jahr beginnt. Ja, ich sehe gerade, da in der Mitte fehlt noch Marmor. Okay, aber ich würde jetzt noch ein Warenlager hier nochmal bauen für Marmor. Hier kann auch noch Holz angenommen werden. Nein, nicht Bronze, Holz. Und Skulpturen können wir ja auch annehmen, die brauchen wir ja nachher. Ja, wir könnten Antissa wieder mal Oliven schenken, weil ich möchte gerne schon ein bisschen Bronze wieder haben. Ja, die können wir auch wieder fordern. Weil wenn wir Bellerophon rufen, brauchen wir auch 24 Einheiten Bronze. So, wie sieht denn unser Militär jetzt überhaupt aus? Wir haben noch nicht ganz 2 Kompanien Berittene, aber wir könnten eigentlich schon doch einen Rivalen angreifen. Und zwar Themiskria. Ja, doch das geht. Die sind militärisch nicht ganz so stark. Die können wir allerdings nicht mit unseren Triremen erreichen. Das stimmt. Wir warten noch, bis wir 2 volle Kompanien Berittene haben und dann greifen wir schon mal Themiskria an. Antissa dankt für die Oliven, bitte gerne. So, Rüstungen verkaufen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, das neue Jahr hat begonnen. Wir kriegen unsere Tribute. So, und jetzt können wir das Heiligtum für Hera errichten. So, hätte ich es gerne gebaut. Oh, ich glaube, das ist verkehrt rum. Nochmal weg. So müsste es jetzt richtig sein. Noch ein bisschen weiter nach oben. Wunderbar. So, dann schließen wir das hier an. Bauen hier die Kunsthandwerker-Gilde hin. Ja, brauchen wir aber noch einen Architekten. Wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren. Sehr schön. So, und dann brauchen wir aber hier nochmal eine Sperre, ne? So, und wir kaufen natürlich auch etwas Marmor jetzt ein. So, und die Bronze würde ich jetzt tatsächlich hamstern schon. Bronze, Bronze, Bronze. Dort. Ja, dieses Silo ist jetzt voll mit Weizen. Dann würde ich das andere mal so einstellen, dass Weizen geholt wird. Und zwar so 20 Einheiten. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Sehr schön. Das können wir doch mal direkt schon hier hinsetzen. Dann entwickeln die sich hier auch weiter. Genau, und wir brauchen hier natürlich auch das Podium, stelle ich gerade fest. So, das eben noch schnell hier etwas korrigiert. Hier kam nämlich noch eine Parzelle hin und diese Dienstleistungsgebäude und der Brunnen wandern natürlich dann nach hier hin. Jetzt ist es genauso aufgebaut wie das erste Wohngebiet der Arbeiter. So, mittlerweile haben wir auch 2 Kompanien Berittene. Ich würde jetzt tatsächlich Themiskria angreifen.
Mit allem, was wir haben. Wir nehmen Tirns mit. Ja, und da kann man nämlich sehen, dass mit unseren Triremen wir hier nicht viel machen können. Der Bestimmungsort ist auf dem Seeweg nicht erreichbar. Okay, schicken wir alle los. Wunderbar. So, dann baue ich hier auch wieder eine Straße entlang. Oh, hier habe ich auch schon wieder eine Parzelle vergessen. So, aber hier können tatsächlich Sperren hin. Das ist jetzt nur der Form halber. So, eine Weizenfarm noch bitte. So, und wieder schenken wir Antissa Oliven. Und fordern Bronze. Wunderbar. Hier kann Bronze auch angenommen werden. Ja, Wolle und Wein haben wir auch mehr als genug. Das ist sehr schön. Es ist nur sehr schade, dass wir diese Ware nicht verkaufen können. Aber unsere Stadtkasse sieht wirklich sehr gut aus. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. So, Antissa, Dank wieder für die Oliven, bitte. Solange du uns immer noch Bronze geben kannst, bin ich ja ganz zufrieden. Ja, und wir haben wieder mal ein Feuer, wo eine Weizenfarm brennt. Okay, ja, dann sollten wir vielleicht noch hier einen Architekten aufbauen. Hier. Ich sehe gerade 2 Kunsthandwerker. Dann haben wir noch irgendwo eine Kunsthandwerker-Gilde von der letzten Episode. Ja, die können wir jetzt natürlich auch noch lassen. Was brauchen wir denn noch für das Heiligtum? Sehen wir doch mal, wie ihr Leutchen mit der schrecklichen Chimera klarkommt. Ja, wir haben ja Atlas als feindlichen Gott und er hat die Chimera jetzt losgehetzt. Wie unangenehm. Ja, und wir können die Halle des Bellerophon bauen. Und wir haben Themiskria erobert. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Und Antissa gewährt uns nochmal Bronze. Sehr schön. Und da ist dieses Tier. Es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Löwe und Pavian, wenn man sich das Hinterteil mal anschaut. Oh, jetzt sollten wir aber ganz schnell die Halle des Bellerophon bauen. Kommt hier hin. So, wir brauchen Bronze, wir brauchen Wein und wir brauchen 15 Pferde. Okay. So, auf der Agora werden jetzt keine Pferde mehr eingekauft. Oh nein! Oh, Chimera hat unser Pier zerstört. Ja, die Bronze fordern wir jetzt nochmal von Antissa an. Oh, das ist aber echt ein unangenehmes Tier hier. So, komm Antissa, ich brauche noch Bronze. Nein, ist kein Überschuss mehr da. Ah, nein, wie doof. Na gut, du kriegst aber trotzdem Oliven. Ja gut, dass wir so früh die Bronze gehamstert haben. Oh nein, jetzt nicht mein Triremenhafen. Oh, ich glaube das nicht. Ach. Gut, komm, wir bauen mal. Tja, bauen wir jetzt das Pier wieder auf. Tirns wird wütend. Ja, da habe ich jetzt im Moment keine Kapazität zu. Oh nein! Ah, was für ein blödes Viech. So, wir bauen das mal alles wieder auf, weil wir haben sonst so viele Arbeitslose hier. Ach, jetzt wird wieder zerstört. Ja, dann können wir das uns auch sparen. So, die siegreichen Krieger kehren zurück. Antissa, Dank für die Oliven. Oh, wir brauchen noch 12 Bronzebarren. Okay, ja, wir müssen das neue Jahr abwarten. Tja, und wenn die Chimäre hier bleibt, ist mir das jetzt erstmal egal.
Was für ein seltsames Wesen. Nein, es geht's da hoch. Oh. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt schnell unsere Bronze bekommen und unsere Pferde hier jetzt zur Verfügung stellen können, damit Bellerophon die Chimäre besiegen kann. Ja, jetzt macht sich die Chimäre auf den Weg zu unserer nächsten Trireme. Ja, aber vielleicht baue ich einfach die Pire doch wieder auf. Also wenn sie dann hier alles zerstört, zerstört sie mir wenigstens nichts in meiner Stadt, oder? Also so eine Agora zerstören finde ich jetzt nicht sehr gut. Okay, wir haben aber noch jetzt einen neuen Handelspartner, nämlich Themyscira. Kauft Marmor und verkauft uns Fleisch. Naja, gut, ist verbittert. Ja gut, komm, bauen wir den hier hin. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir hier noch ein Denkmal auf, nämlich hier. Und dann kann man hier noch ein paar Verschönerungen machen. Trotz der Chimäre in unserer Stadt. So. So, Jahresanfang, wir kriegen wieder unsere Tribute. Jo, wir kriegen 16 Rinderhälften von Themyscira als Tribut. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, sehr schön. Türms rebelliert. Ja, dann rebellier du mal. Das geht vorüber. Ich habe im Moment hier andere Probleme. So, unser Handelspartner von Antissa hat wieder Bronze uns verkauft. Wir können ja 12 Bronzebaren einkaufen. Das heißt, wenn wir das Kontingent aufgekauft haben von Antissa, haben wir auch unsere Bronze. Sehr gut. Ja, wir brauchen nur noch 2 Pferde. Ja, das ist auch dringend nötig hier. Dieses Viech ist wirklich mehr als unangenehm. Ja, und das ist halt auch dieses Ungeheuer, was unsere Verbündeten auf der Insel Kreta, Dikte und Itanus und Anaphe zerstört hat. So, und da wurde jetzt gerade die restliche Bronze eingekauft. Ja, wir haben jetzt unsere 12 Bronzebarren. Ja, wir brauchen aber noch die Pferde. Jetzt hat dieses Viech tatsächlich meine Kunsthandwerkergilde zerstört. Aber wir können jetzt Gott sei Dank Bellerophon rufen. Wir haben alle Ressourcen. Das tun wir. Oh, Gott sei Dank. So, diesen einen Pferdehof können wir aber jetzt gleich abreißen. Nämlich jetzt. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde jetzt... ja, wir haben eigentlich viel zu viel Arbeitslose. Ich wollte das Gewerbe für Waffen bzw. Rüstungen ausschalten und dafür jetzt Kulturen produzieren. Wir warten aber, bis Bellerophon da ist und die Chimäre endlich ins Jenseits befördert hat. Ja, und dann können wir nämlich wieder hier in unserer Stadt schalten und walten. Genau das, was ich befürchtet habe. Dieses Mistviech hat tatsächlich diese Agora zerstört. Oh, ich werde wahnsinnig. Ja. Okay, Lebensmittelhändler. Waffenhändler. Und was fehlt noch? Der Wollhändler. So, komm, Bellerophon. Mach dich mal nützlich und beseitige dieses Ungetüm hier. Der große Bellerophon steht zu Diensten. Ja, wunderbar. Endlich bist du da. Dann kümmere dich bitte um die Chimära. Da kommt er schon. Stolziert. Ja, zu seiner Heldenhalle hat er es nicht weit, aber zum Ungeheuer hat er es ein bisschen weiter. Die immer noch hier ihr Unwesen treibt. Aber wir könnten schon mal wieder die Kunsthandwerkergilde bauen, oder? So.
Ja, wir können auf dieser Agora schon mal wieder die Pferde freigeben. Da haben wir ja jetzt genug hier in den Pferdehöfen. So, Bellerophon, komm, beweg dich mal. Ah, da kommt er ja. Wunderbar. Ja, noch eine Waffenschmiede zerstört. Oh, Hilfe. Wo gehst du denn jetzt hin? Oh. Man findet sich wieder nicht. In der Zeit zerstört hier dieses Viech ein Gebäude nach dem anderen. Monster und Helden. Manchmal finden sie wirklich nicht zueinander, ne? Man glaubt es nicht. Naja, sie nähern sich allmählich. Oh, sag mal. Dieser Held ist wirklich ein bisschen dämlich, oder meine ich das nur? Jetzt laufen sie im Kreis. So, jetzt aber. Ja. Jetzt brennt es wieder, aber habe ich keine Zeit zu. Die Chimäre ist von Bellerophon niedergestreckt worden. Wunderbar. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Stadt hier wieder aufbauen. Auf jeden Fall, was die Pire hier betrifft. Und unsere Triremenhäfen. So, einmal. Zweimal, dann können wir hier schon mal die erste Trireme wieder aufbauen. Ja, das können wir mal alles hier wegräumen. So, die Waffenschmieden müssen wieder aufgebaut werden. So, hier kann das Pier natürlich von Medea wieder hin. So. Dann ist das schon mal wieder alles. Gut, noch schnell die Pire einstellen. Tyrns handelt ja nicht mit uns. Okay. Das ist ja im Moment Rebellion. Wir kaufen wieder etwas Marmor ein. So, und Medea, ja, das lassen wir auch mal so. Das Fleisch brauchen wir jetzt selber. So, bevor wir weitermachen, müssen wir einmal kurz schauen, was wir für das Heiligtum der Hera noch brauchen. 47 Marmorplatten, 20 Ladungen Holz und 6 Skulpturen. Okay. Wir werden jetzt erstmal das Gewerbe für Skulpturen wieder anschalten, dafür für Waffen entsprechend stilllegen und wir werden die Bronze wieder nutzen. So, und dann bauen wir noch ein zweites Bildhaueratelier hier auf. So, und dann bauen wir auch schon mal hier die anderen Triremhäfen wieder auf, nämlich hier. Und wo war der zweite? Sind wir der dritte? Hier. Okay. Ja, jetzt brauchen wir Mitarbeiter. 16. Okay, dann könnten wir ja den einen Triremhafen können wir hier die Mitarbeiter wieder zurückschicken und dann passt das, glaube ich, jetzt ganz gut. Ja, so kann es bleiben. Ja, sobald wir jetzt die Skulpturen, die 6 Skulpturen für das Heiligtum fertig haben, machen wir das Gewerbe wieder aus
und werden Waffen produzieren. Wir müssen nämlich jetzt nur noch Solimi regieren. Allerdings, Solimi ist schon recht stark. Also da müssen wir jetzt wirklich erstmal aufrüsten. So, wir können jetzt hier nochmal ein paar Verschönerungen durchführen. Die letzten für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. So, haben wir noch ein Denkmal, das kann hier hin. Und Jahresanfang, wir nehmen unsere Tribute an, wie wir annehmen können. Ah ja, Turns rebelliert ja. Ja, wie ich es gedacht habe, die Rebellion in Turns ist vorüber. Wie schön. Ja, mittlerweile ist auch der Tempel fertiggestellt. Was brauchen wir denn jetzt noch? 12 Marmorplatten nur noch, 4 Ladungen Holz und die 6 Skulpturen. Da kommt jede Menge Marmor noch. Es kann sein, dass wir jetzt gar kein Marmor mehr brauchen. Gucken wir gleich mal. Ich glaube, das reicht. Wir kaufen jetzt mal keinen Marmor ein. So, 2 Ladungen kommen von Marmor. Eine Skulptur kommt auch schon. Okay, dann wird jetzt die große Statue hier der Hera aufgebaut. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch 4 für den Altar. Okay. Ja, hier haben wir eine Rückentwicklung. Hängt damit zusammen, dass ich vergessen habe, dieses Warenlager einzustellen. Hier muss natürlich auch Wein geholt werden. Weil ich ja hier entsprechend ein Warenlager gebaut habe, wo Wein angenommen wird. Aber da ist schon wieder eine volle Fuhre Wein auf den Weg. Das wird sich gleich wieder normalisieren. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. So, da kommen noch 2 Skulpturen auf den Weg ins Warenlager. Eine Skulptur haben wir hier. Das sind 3, 4. Okay, ja. Okay, und hier müssen jetzt noch die 2 letzten produziert werden und dann können wir mit der Rüstungsproduktion beginnen. Wir haben aber, glaube ich, das Kontingent an Bronze aufgekauft. Ja, wir müssen auf nächstes Jahr warten, weil Antissa uns keine Bronze mehr geben kann. Doch, kann sie. Oh, das ist so schön. Na komm, dann kriegst du direkt wieder Oliven. Ah, das ist doch gut. Dann können wir die auch noch jetzt produzieren. So, und da sehen wir auch, dass der Wein wieder in unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnung angekommen ist. Ja, Antissa, das haben wir gern gemacht. Dafür haben wir auch gleich die Bronze von dir. So, endlich kriegen wir die 6 Bronzebarren. Ja, und endlich ist auch hier unser Karrenschieber mit der Bronze zu unserem Bildhaueratelier gelangt. Oh, Gott sei Dank. Dann kann schon mal die erste Skulptur produziert werden. Aber leider reicht es nicht, weil ja, in einem Bildhaueratelier ja 4 Bronzebarren verwendet werden. Und wir haben jetzt 6 bekommen. Naja, aber das Jahr ist bald zu Ende. Und wir kriegen bald wieder neue Bronze, die wir einkaufen können. So, ein neues Jahr, neue Tribute, die wir annehmen können. Na, Wolle und Olivenöl haben wir tatsächlich nicht mehr die Kapazität, aber unser Fleisch, na, auch nicht mehr ganz. Gut, ja, wir warten noch auf die Skulpturen. So, die eine Skulptur ist jetzt fertiggestellt. Damit jetzt gleich nicht hier wieder Bronze eingelagert wird, reiße ich jetzt das Bildhaueratelier direkt ab.
Und wenn jetzt hier die zweite Skulptur fertig ist, können wir das Gewerbe hier ausschalten. Und dann können wir endlich mit unserer Rüstungsproduktion weitermachen. Aber jetzt warten wir erstmal auf den Handelspartner aus Antissa. Ah, da kommt er endlich. So, da ist die Bronze. Sehr schön. Gut, das Bildhaueratelier hat jetzt seine 4 Bronzebarren arbeitet. Wir können jetzt das Gewerbe für die Waffen bzw. Rüstungen wieder anschalten, weil die restliche Bronze kann jetzt dorthin. Wir schenken Antissa nochmal Oliven und fragen nach Bronze. Haben sie wieder, wunderbar. Weil jetzt müssen wir jede Menge Rüstung produzieren für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung und natürlich für die 3 Triremen, die die Chimäre ja zerstört hat. Ja, Antissa, gern geschehen. So, Gott sei Dank, da ist sie jetzt. Wir werden das Gewerbe für Skulpturen sofort stilllegen. Und zurzeit nämlich gleich wieder Bronze drin. Ah, nein, die haben jetzt die ganze Bronze da reingetan. Ich hätte das doch abreißen sollen, das Bildhaueratelier. Naja, okay, gut. Jetzt abzureißen bringt auch nichts. Wahrscheinlich müssen wir nachher nochmal Skulpturen entsprechend produzieren. So, wir kriegen nochmal 6 Bronzebarren. Vielen Dank. Gut, wir entwickeln dieses Wohngebiet weiter, indem wir den Ölhändler hier aufbauen. Ja, und das Heiligtum der Hera, bald fertiggestellt. Fehlt jetzt nur noch eine Skulptur und die 4 Marmorplatten für den Altar. So, da kommt die letzte Skulptur. So, und da kommt auch die letzte Ladung Marmor. Ja, wunderbar. Das Heiligtum ist fertiggestellt. Wir brauchen zwar jetzt Mitarbeiter, aber das ändert sich gleich. Und hier haben wir jetzt unsere Orangenbäume und Hera erscheint auch schon. Sehr schön. Ja, dann bauen wir die Straße jetzt mal hier so weiter. So, die Kunsthandwerkergilde kann weg, der Architekt kann hier weg. Wir bauen hier eine Sperre auf. Wir haben jetzt hier bei der Landwirtschaft natürlich die Orangenplantage. Und da baue ich jetzt mal jeweils hier eine auf und hier. Und natürlich brauchen wir hier einen Architekten. Der kann in die Mitte. Das ist sehr schön. Und dann können wir jetzt hier noch Verschönerungen bauen. Wir können hier auf jeden Fall eine... Ach, eigentlich könnte man hier eine... Nee, kann man keine Prachtstraße bauen. Das funktioniert nicht. Aber das funktioniert ja. Eine Allee. So, und dann bauen wir hier noch Säulen auf. Nämlich so. Gut, dann haben wir jetzt auch noch hier entsprechend Orangen, die wir kultivieren können. Hera wacht über unsere Stadt, hat auch schon direkt hier die Orangenplantage gesegnet.
Ja komm, dann können wir aber hier auch Alleen bauen, ne? So, dann haben wir doch hier mit den Säulen das auch noch sehr schön hingekriegt. Und hier kommen dann noch Bänke hin. Sehr gut. Ja, und aufgrund des Stadions haben natürlich sich hier die Wohngebäude des zweiten Wohngebiets auch komplett entwickelt. Arbeitsmarkt, ja, sieht soweit ganz gut aus. Nahrungsmittel, genug für alle. Das hört man gerne. So, ja, jetzt müssen erstmal hier unsere Triremen gebaut werden. So, Olivenöl haben wir noch genug. Ansonsten bauen wir eventuell noch eine Olivenpresse auf. Ja, komm, das machen wir mal. Wir bauen noch mal ein zweites Bildhaueratelier auf und noch, eine Olivenpresse. So. Tja, Bronze ist wirklich so eine Mangelware hier. Wenn Antissa immer noch genug Kapazität hat, uns das zu geben, dann sollten wir das nutzen und denen immer wieder nochmal Oliven dafür geben. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Oliven. Ja, mittlerweile haben wir schon 5000 Einwohner in unserer Stadt Lykia. Ja, und schon wieder Jahresanfang. Tribute stehen an. Den Marmor könnten wir jetzt eigentlich verkaufen. So, das können wir alles annehmen. Ja, wunderbar. Ein Landarbeiterlager würde ich noch hier aufbauen. Bauen wir es hier auf. Doch nochmal ein paar Olivenbäume setzen hier. Ja, den Marmor, wie gesagt, können wir jetzt verkaufen. Den brauchen wir jetzt in dieser Episode nicht mehr. So, dann schließen wir das mal so noch. Oh, Solimi beginnt eine Invasion. Ja. Und Antissa Dank für die Oliven. So, warum haben die noch kein Holz hier? Das verstehe ich nicht. Ist das nicht richtig da, die Chimäre hat hier diesen Weg zerstört. So, jetzt wird das Holz auch geliefert. Okay, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum hier überhaupt nichts passiert. Okay, dann können jetzt die schon mal hier gebaut werden. Ja, wir kaufen uns nachher frei. Wie sieht denn unser Militär jetzt aus? Ach Gottchen, guckt euch das an, wie viel wir hier an Berittenen haben. Also, wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt unsere 3 Triremen bauen und dann mit unserem gesamten Heer und auch unserer Flotte Solimi angreifen. Ja, nochmal 6 Bronzebarren, vielen Dank. Dann würde ich jetzt hier auf der Agora keine Rüstungen mehr anbieten. Die brauchen wir jetzt mal wirklich für unsere Triremen. Oh, wow, wir haben jede Menge Arbeitslose. Komm, dann bauen wir hier schon mal das Theater auf. So, machen hier noch die restlichen Verschönerungen. Dann ist das zweite Wohngebiet hier nämlich auch schon komplett entwickelt. So, und dieser Triremenhafen können wir bemannen. Und dann sieht das schon etwas besser aus. Ja, und ein bisschen aufpassen mit den Heiligtümern. Immer wieder mal nach unseren Schafen gucken, ne? Ja,
Ja, mittlerweile wird schon an der ersten Trireme gearbeitet und da kommen wieder jede Menge Rüstungen für die anderen Triremenhäfen. Ja, wunderbar. Da ist sie. Ja, und mit den Rüstungen, die jetzt gerade da kommen, kann die zweite gebaut werden. Ja, Solimi, in 6 Monaten greifst du uns an. Ja, dann mach du das mal. Ja, da wird sie jetzt gebaut. Und auch die dritte wird gebaut. So, das heißt aber auch, dass wir hier auf der Agora die Rüstung natürlich wieder einkaufen können. So, auch die zweite Trireme ist fertig. So, komm, jetzt die dritte noch. So, da ist auch die dritte endlich fertig. Wir greifen Solimi an. Wir werben alles an, was wir haben. Ach, wie toll. Wir können unsere Triremen gar nicht mitnehmen. Aber wir können Bellerophon mitnehmen und wir nehmen Türms mit. Okay, dann schicken wir die jetzt mal los. Das sollte trotzdem hoffentlich reichen. Ja, wir können die bemannt lassen, die Triremen, weil Arbeitsmarkt ist immer noch mehr als genug Menschen, die eine Arbeit suchen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir Solimi entsprechend erobern können und wir diese Episode auch erfolgreich abschließen können. So, Solimi beginnt die Invasion in einem Monat. Kommen wir ihnen zuvor? Oh, vorher haben wir aber noch Jahresanfang und Tribute, die wir annehmen können. Bellerophon ist einfach unverwüstlich. Er hat Chimera entgegen aller Erwartungen besiegt und nicht einmal einen Kratzer davon getragen. Und er ist auch nicht versehentlich in einen Amazonenpfeil oder Solimi-Speer gelaufen. Einige deiner eigenen Soldaten, die spürten, wie sehr du Bellerophon verachtest, haben versucht, den Kerl zu erlegen, aber nicht einmal ihnen ist es gelungen. Bellerophon kann unmöglich einer der Unsterblichen sein, aber allmählich hat es doch den Anschein. Nun ist Bellerophon zu dir gekommen und bittet um die Hand deiner Tochter Philonoe. Wie kann man sich einem Mann widersetzen, der das gefährlichste Ungeheuer besiegte, das man seit langem in Griechenland gesehen hat, der erfolgreich den Speeren und Pfeilen zweier Gegner ausweichen und sogar ein Komplott deiner eigenen Soldaten, ihn zu töten, vereiteln konnte? Wenn du dich weigerst, wird Bellerophon vermutlich einen Weg finden, Philonoe trotzdem zu heiraten. Nun ja, vielleicht bringt es dir ja doch Vorteile, wenn du dich mit diesem anscheinend unbesiegbaren Mann verbündest. Protus wird sich eben mit den Versuchen, Bellerophon zu töten, begnügen müssen. Wir konnten die Invasion von Solimi vereiteln, indem wir selber Solimi erobert haben und somit diese Episode erfolgreich abgeschlossen haben. Ja, und alle Bemühungen, Bellerophon ins Jenseits zu befördern, scheitern. Irgendwas muss doch dort nicht mit richtigen Dingen zugehen. Und jetzt möchte er auch noch unsere Tochter heiraten. Ja, wir sind in einer Zwickmühle. Ich bin sehr gespannt, wie wir da rauskommen. Die nächste Episode in diesem Abenteuer trägt den Titel Rache. Auch da bin ich sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.